Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Wer wir sind, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben. Alles, was Sie über Psychologie wissen sollten von Stefanie Stahl, ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Komplexität und Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche auseinandersetzt. Die Autorin, eine erfahrene Psychotherapeutin, erkundet grundlegende Fragen der menschlichen Existenz. Wer sind wir wirklich? Was prägt unser Denken, Fühlen und Handeln? Warum lieben und hassen wir? Dabei legt Stahl besonderen Wert darauf, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse verständlich aufzubereiten, um einem breiten Publikum den Zugang zu psychologischen Themen zu erleichtern. Der Leser wird in eine Reise durch das Innere des menschlichen Bewusstseins mitgenommen und erhält wertvolle Einblicke in das Zusammenspiel von Wahrnehmung, Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch den Einsatz realitätsnaher Beispiele und praxisbezogener Tipps zielt das Buch darauf ab, den Lesern zu helfen, ihre eigenen Verhaltensweisen und die anderer besser zu verstehen und möglicherweise positive Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Natur der Wahrnehmung. In Wer wir sind beleuchtet. Stefanie Stahl. Die grundlegenden Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, bei dem unser Gehirn Sinneseindrücke selektiv aufnimmt und interpretiert. Stahl erklärt, dass jeder Mensch die Welt durch seine eigene, einzigartige Linse wahrnimmt, geprägt von früheren Erfahrungen, biologischen Faktoren und individuellen Einstellungen. Der Prozess der Wahrnehmung wird durch Filter wie Aufmerksamkeit und durch kognitive Verzerrungen beeinflusst. Zum Beispiel neigen Menschen dazu, Informationen auszublenden, die nicht ihren bestehenden Überzeugungen entsprechen, was zu selektiver Wahrnehmung führt. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um zu verstehen, warum Missverständnisse in der Kommunikation häufig auftreten. Darüber hinaus ermöglicht die Betrachtung der Wahrnehmung es uns unserer eigenen Vorurteile bewusster zu werden und eine offenere, einfühlsamere Sichtweise gegenüber anderen Menschen zu entwickeln. Stahl betont, dass das Bewusstsein über unsere Wahrnehmungsprozesse ein erster Schritt zur persönlichen Entwicklung und zu harmonischeren Beziehungen mit anderen ist, da wir lernen können, unsere Interpretationen der Welt zu hinterfragen und bei Bedarf zu korrigieren. Zweitens. Emotionen verstehen und nutzen. Ein weiteres zentrales Thema in Wer wir sind, ist das Verständnis und die Rolle von Emotionen im menschlichen Leben. Stahl beschreibt, dass Emotionen nicht nur einfache Reaktionen auf äußere Reize sind, sondern tief verwurzelte Mechanismen, die unsere Handlungen und Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Emotionen wie Angst, Freude, Trauer oder Wut sind evolutionär entwickelte Signale, die uns helfen, unser Verhalten zu steuern und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Die Autorin legt dar, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu identifizieren und angemessen auszudrücken. Ein mangelhaft zugeschnittenes emotionales Bewusstsein kann zu Missverständnissen, Stress und ungesunden Verhaltensmustern führen. Stahl bietet Strategien an, wie man lernen kann, seine eigenen Emotionen besser wahrzunehmen und zu regulieren. Dazu gehört das Erkennen emotionaler Auslöser und das Erlernen effektiver Kommunikationsfähigkeiten. Die Akzeptanz und der konstruktive Umgang mit Emotionen sind essentielle Kompetenzen für den persönlichen und zwischenmenschlichen Erfolg, da sie zu einem erfüllteren und ausgeglicheneren Leben beitragen können. Drittens. Die Dynamik der zwischenmenschlichen Beziehungen. In Wer wir sind erkundet. Stefanie Stahl, die komplexe Dynamik zwischenmenschlicher Beziehungen. Beziehungen zu anderen Menschen formen einen wesentlichen Bestandteil unseres Lebens und beeinflussen stark unser Wohlbefinden. Stahl analysiert, wie frühe Bindungserfahrungen in der Kindheit unser Beziehungsleben prägen können. Sie hebt die Bedeutung von Vertrauen, Kommunikation und Empathie als grundlegende Elemente gesunder Beziehungen hervor. Ein maßgeblicher Aspekt ist das Verständnis der eigenen Rolle innerhalb einer Beziehung und das Erkennen von negativen Mustern, die oft aus vergangenen Erfahrungen resultieren.
Stahl bietet dem Leser Werkzeuge an, um Beziehungen bewusst zu gestalten und zu fördern, indem sie Techniken zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten und zur Konfliktlösung vorstellt. Das Erlernen dieser Fertigkeiten kann zu harmonischeren und erfüllenderen Beziehungen führen, da sie helfen, Missverständnisse zu vermeiden und tieferes Verständnis und Respekt zwischen Menschen zu kultivieren. Ein gutes Beziehungsmanagement ist entscheidend für ein glückliches und stabiles Leben, da gesunde Beziehungen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Unterstützung bieten. 4. Selbstkonzept und Identität. Ein wesentlicher Bestandteil des Buches. Wer wir sind, ist die Untersuchung des Selbstkonzepts und der Identität. Stahl beschreibt das Selbstkonzept als das dynamische Bild, das wir von uns selbst haben und das stark davon beeinflusst wird, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie andere uns sehen. Die Identität ist ebenfalls vielschichtig und umfasst Aspekte wie persönliche Überzeugungen, Werte und Rollen. Diese Komplexität macht das Verständnis der eigenen Identität zu einer lebenslangen Aufgabe. Stahl betont, wie wichtig es ist, ein positives Selbstkonzept zu entwickeln, um ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Dabei zeigt sie, wie Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge Schlüssel sind, um mit einem ausgewogenen inneren Selbstbild zu leben. Sie bietet praktische Ansätze, um negative Selbstbilder zu überwinden und eine authentischere Identität zu entwickeln. Dies kann durch Selbstreflexion, therapeutische Unterstützung und die bewusste Modifikation schädlicher Verhaltens- und Denkmuster erreicht werden. Ein stabiles Selbstkonzept ermöglicht es uns, resilienter gegenüber äußeren Herausforderungen zu sein und fördert eine positive Selbstwahrnehmung, die zu einem erfüllteren Leben beiträgt. Schließlich der Einfluss der Gedankenwelt. Gedanken und Überzeugungen spielen eine zentrale Rolle in der menschlichen Psyche, wie Stahl in »Wer wir sind« deutlich macht. Die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst unsere Wahrnehmung der Realität, unsere Emotionen und letztendlich unsere Handlungen. Stahl erklärt, dass viele unserer Gedanken automatisch ablaufen und oft von unbewussten Überzeugungen bestimmt werden, die seit der Kindheit in uns verankert sind. Diese Gedankenmuster können sowohl positiv als auch negativ sein. Negative Gedanken wie Selbstzweifel oder pessimistische Annahmen können unser Selbstwertgefühl und unsere Fähigkeit, Probleme effektiv zu lösen, erheblich beeinträchtigen. Stahl bietet Lösungsansätze für das Erkennen und Ändern dieser negativen Gedankenmuster an. Durch Techniken der kognitiven Umstrukturierung können Menschen lernen, schädliche Denkmuster in konstruktive Überzeugungen zu transformieren. Sie betont, dass das bewusste Lenken und Positivieren unserer Gedankenwelt zu einem gesünderen Geist und einem erfüllten Leben beitragen kann. Indem wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren und unsere Überzeugungen zu hinterfragen, öffnen wir uns für persönliches Wachstum und positive Veränderungen. Zusammenfassend: Stefanie Stahls Buch »Wer wir sind« empfohlen für jeden, der ein tieferes Verständnis für sich selbst und seine Beziehung zu anderen entwickeln möchte. Besonders für Leser, die sich für Psychologie interessieren oder persönliche Wachstumsprozesse anstreben, bietet dieses Buch wertvolle Einsichten und Werkzeuge. Es kann im beruflichen Kontext für Menschen nützlich sein, die in beratenden oder sozialen Berufen arbeiten, da es die Kenntnisse über zwischenmenschliche Dynamiken vertieft. Stahl vermittelt auf leicht verständliche und praxisorientierte Weise, wie psychologische Konzepte das tägliche Leben beeinflussen können, und motiviert zur Selbstreflexion und zur Veränderung. Das Buch kann das Selbstbewusstsein stärken und helfen, den Umgang mit Emotionen und Beziehungen zu verbessern. Mit seinem Fokus auf Wahrnehmung, Emotionen und Gedanken bietet das Buch praktikable Strategien, um persönliche Herausforderungen zu meistern und einen ausgewogenen Lebensstil zu fördern. Im Grunde ist es ein Leitfaden für alle, die ihr Leben bewusster und erfüllter gestalten möchten. Wenn Sie unterstützen möchten. Stefanie Stahl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.